Wie viel Zeit bleibt dir noch zum Auswandern oder ist es vielleicht sogar schon zu spät? Mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video befassen. Noch eine kurze Anmerkung in eigener Sache. Wir veranstalten regelmäßig Investorenreisen oder auch Veranstaltungen und Seminare für Personen, die auswandern wollen. Da lernst du nicht nur jede Menge Sachen, sondern vor allen Dingen kannst du auch Gleichgesinnte treffen, denn du weißt ja, wie das ist, wenn du bei Familie und Freunden darüber sprichst, dass du Deutschland, Österreich oder die Schweiz verlassen willst, zeigen dir vielleicht viele den Vogel, weil sie denken, warum? Das ist doch das beste Land der Welt. Was willst du denn im Ausland machen? Sie lachen dich vielleicht aus. Das heißt, du hast eigentlich niemanden, mit dem du so im Gedankenaustausch stehen kannst zu diesen doch sehr wichtigen Themen. Und das ist eben genau das, was du bei unseren Events kannst. Ich war zum Beispiel hier vor wenigen Wochen in Sansibar mit einer Gruppe von 35 Mandanten. Das war sehr interessant, ein sehr lebhafter, ein sehr reghafter Austausch. Alle haben sich sofort verstanden. Keiner musste seine Gedanken verstecken. Jeder konnte sagen, was er denkt und jeder hat sich verstanden gefühlt. Ja, und das ist eben eine hervorragende Sache. So kannst du also das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Du kannst jede Menge Fachinformationen aufnehmen, viel Neues erfahren, wie man eben genau auswandert oder einen Plan B etabliert, aber eben auch neue Beziehungen knüpfen, möglicherweise sogar neue Freunde finden. Alle weiteren Informationen auf unserer Webseite, Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Nun aber zurück zu unserem Thema. Wie viel Zeit bleibt uns noch zum Auswandern? Wir hören ja alle möglichen Horrormeldungen, insbesondere nach der Bundestagswahl in Deutschland hier. Gigantische Staatsverschuldung, nicht nur in Deutschland, auch in Europa. Eine geopolitisch explosive Lage. Eine Dauerbedrohung, vielleicht wird die Wehrpflicht wieder eingeführt, vielleicht müssen unsere jungen Leute, Männer wie Frauen, demnächst an die Front. Steht der Euro vielleicht vor dem Zusammenbruch? Kommt der digitale Euro schon dieses Jahr? Also es gibt ohne Ende Horrormeldungen, natürlich vor allen Dingen auch hier auf YouTube. Ich sage es ja immer wieder, man darf das nicht alles so ganz ernst nehmen. Ich habe ja selbst schon hier viele Videos letztlich auch als falsch enttarnt. Da ist also sehr wichtig, dass man hier nicht alles glaubt, nur weil es dir jemand auf YouTube erzählt. Viel ist natürlich auch Effekthascherei, das ist Sensationslüstern und so weiter. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Tatsächlich kann dir nämlich niemand genau sagen, ob diese Dinge passieren und wann sie passieren. Zum Beispiel zum Thema Staatsverschuldung könnte ich jetzt ja anbringen, dass es viele Länder gibt, die sehr viel höher verschuldet sind als Deutschland, auch nach dieser neuen Kapitalaufnahme hier, nach dieser neuen Verschuldung. Zum Beispiel hier Japan hat 72% des BIP Staatsverschuldung, Frankreich, die USA, Großbritannien haben alle mehr als 100%. Diese Länder stehen auch nicht hier vor dem unmittelbaren Zusammenbruch oder haben diese Staatsverschuldung schon lange und sind bisher nicht zusammengebrochen. Also das muss nicht von heute auf morgen passieren. Es ist hier sehr wichtig, dass man sich hier nicht aus der Ruhe bringen lässt, weil ansonsten besteht die Gefahr, dass man die Welt im Grunde genommen ziemlich fatalistisch sieht, dann denkt man vielleicht, es hat sowieso alles keinen Sinn mehr. Ich habe wirklich keine Zeit mehr. Ich erinnere immer hier an den Untergang des Römischen Reiches. Das Römische Reich hatte im Jahre 117 nach Christus seinen politischen Höhepunkt erreicht, seine größte Ausdehnung erreicht. Ab da ging es abwärts, aber der Untergang ging dann immer noch mehrere hundert Jahre und wenn du das Oströmische Reich noch dazu nimmst, sogar noch mehr als 1000 Jahre. Ja? Also wie schnell hier tatsächlich etwas Drastisches passiert, weiß ich, der Euro steht für den Zusammenbruch oder sowas oder es kommt zur nächsten großen Krise hier, wie wir sie vielleicht 2008 erlebt haben. Das ist also alles nicht genau vorhersehbar. Aber in einem Punkt sind wir uns alle einig. Deutschland, Österreich, die Schweiz, sie bewegen sich in die falsche Richtung. Die EU bewegt sich in die falsche Richtung und das schon seit vielen Jahren. Also auf was musst du eigentlich noch warten, bis du dich mit dem Thema Auswandern wirklich konkret beschäftigst und anfängst, einen Plan zu machen? Ich selbst bin schon vor 25 Jahren aus Deutschland ausgewandert, weil ich schon damals den Eindruck hatte, dass sich hier Deutschland in die falsche Richtung bewegt. Und das war noch lange, bevor hier seitens der deutschen Finanzämter immer schärfere Kontrollen eingeführt wurden. Zum Beispiel, als ich Deutschland verlassen habe, da war es zum Beispiel noch nicht so ohne weiteres möglich für das Finanzamt auf Konten zuzugreifen. Es gab auch keinen internationalen Informationsaustausch. Und natürlich gab es keine KI und auch die ganzen IT-Systeme waren lange nicht so weit, wie sie heute sind. Das heißt, meine Akte, meine Daten, die ich hier bei den Deutschen
Behörden hinterlassen habe, als ich ausgewandert bin, die ist vielleicht so dünn. Da ist fast nichts drin. Ja? Wenn du heute gehst, sind da große Datenmengen schon drin, die die Behörden über dich gesammelt haben, deine Kontodaten, alle möglichen Daten zu deinen Einkünften. Das Ganze wird es mit KI dann noch sehr viel wirkungsvoller ausgewertet. Das heißt, allein schon diese Tatsache, die Datensammlung, die hier die Regierung betreibt, müsste für dich ein Grund sein zu sagen, ich verabschiede mich aus dem System, denn diese Datensammlung kann ja für mich nur negative Konsequenzen haben. Da kann sich der Staat gegen mich richten. Tatsächlich ist es so, dass viele Auswanderer, die heute Deutschland verlassen, Unternehmer, Freiberufler, Investoren noch jahrelang mit dem Finanzamt zu kämpfen haben. Irgendwelche Prüfungen kommen dann noch und es geht wirklich Jahre, bis das alles abgeschlossen ist. Das heißt, selbst wenn die Welt nicht untergeht, wenn der Euro nicht untergeht, wenn Deutschland nicht vor dem Kollaps steht, dann gibt es trotzdem viele gute Gründe, sich hier ziemlich schnell mit dem Thema Auswandern zu beschäftigen und ganz konkrete Pläne zu machen. Wie schlimm muss es eigentlich noch werden? Also willst du wirklich darauf warten, bis Deutschland zerbombt ist oder was hält dich noch zurück? Ein anderer Grund ist, warum du jetzt mit deinen Plänen anfangen solltest, dass das alles natürlich Zeit braucht. Eine seriös geplante Auswanderung, gerade wenn du Unternehmer bist oder Vermögen hast, dauert manchmal mehrere Monate, manchmal mehrere Jahre, weil es eben alles komplex ist, hier eine neue Struktur zu gestalten. Dann hat man ja auch Dinge in Deutschland wie zum Beispiel Wegzugsteuer, Entstrickungsbesteuerung etc. pp., erweitert beschränkte Steuerpflicht. Wir haben ja schon viele Videos zu dem Thema gemacht. Das heißt also, da muss man tatsächlich auch Zeit einplanen, bis ein solcher Wegzug überhaupt tatsächlich rechtssicher möglich ist. Und du willst ja nichts überstürzen. Ich habe es schon mehrfach gesagt hier, wir haben mehrere Mandanten, die hier während der Pandemie Hals über Kopf überstürzt in Länder wie Montenegro oder Paraguay ausgewandert sind und die es dann eigentlich kurze Zeit später bereut haben, weil es erstens nicht das Land war, wo sie hin wollten und zweitens, weil sie das Ganze suboptimal vorbereitet haben. Das heißt, egal was du jetzt hörst, egal welche Panikmache du hier zum Beispiel auf YouTube siehst, ich würde mich dadurch nicht verunsichern lassen. Wenn du daran denkst, auszuwandern, konkret, wenn du auch wirklich in der Lage bist, auszuwandern, nicht jeder kann das machen. Das hängt ja auch ein bisschen von deinen beruflichen und finanziellen Rahmenbedingungen ab. Dann fang jetzt an, das Ganze vorzubereiten. Warte damit nicht. Du kannst heute schon sehr viel machen. Du kannst heute schon Konten im Ausland eröffnen. Du kannst dir Aufenthaltsbewilligung, Staatsbürgerschaften etc. pp. Suchen. Warte nicht, beginne jetzt damit, sodass du dann in nützlicher Frist, solange es eben dauert, bereit bist, dann auch wirklich zu gehen. Wenn das Themen sind, die auch dich bewegen und du ernsthaft über eine Auswanderung nachdenkst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen und bei solchen Vorhaben, also der Auswanderung oder der Etablierung eines Plan B im Ausland zu unterstützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.